Der am Aussichtsturm, ha? Hopp! Grüß euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Die weiße Macht, der Togo Argentino. Ja, 1925 in Argentinien. Ein Brüderpaar, die Martinez-Brüder. Ein gewisser Herr Antonio Martinez und sein Bruder, die entwickelten damals die Idee, den besten aller Großwildjagdhunde auf der Welt zu erschaffen. Ja. Als Basis galt damals die Cordoba-Doge, auch genannt Cordoba Fighting Dog. Ein Molosser, heute schon ausgestorben. So sah der aus, der Cordoba Fighting Dog. Imposanter Hund. Ja, also diesen Großwildjäger, diesen Molosser, Wach- und Schutzhund, den verbaten die Brüder Martinez mit. Bordeaux-Doge, Pyrenäenberghund, Bull-Terrier, deutscher Boxer, Mastino, Espanol, deutsche Doge und einigen anderen Kapazundern noch, also lauter Kanonen. Ja, nach Jahren der Verpaarungen und Experimenten erhielten die tatsächlich einen Typ Hund, der lautlos, jagend, furchtlos einen tödlichen Gegner für Wildschwein und Puma darstellte. Ich bin kein Vegetarier und kein Veganer, ich esse Fleisch und ich liebe Wildschwein, doch diese Packerjagd an sich ist grausam. Mir tut jedes Mal das Wild leiden, völlig egal welches Wild das ist. Ja. Also die werden da schon ziemlich malträtiert von den Hunden, bevor der Besitzer da ist und sie von ihrem Leid erlöst. Ist so, wissen wir. Ja. Doch nicht nur die Jagd an sich ist grausam, habe ich vorher gesagt, sondern auch das Training der Hunde, um diese auf diese höchst gefährliche und anspruchsvolle Jagd vorzubereiten. In Argentinien gibt es da Farmen, die solche Puma-Dogos trainieren. Da werden diese heranwachsenden Dogos mit 10, 11, 12 Monaten auf Testpumas losgelassen. Diese Testpumas sind durch Zugabe von Valium schwerst beeinträchtigt. Manchmal werden ihnen die Krallen gezogen, nicht immer. Und obwohl die recht stark beeinträchtigt sind, diese Pumas hinterlassen die tiefste Spuren bei diesen Dogos. Es sind also die Pumas genauso arm wie die Dogos. Ja, das ist so eine Sache. Was soll ich Ihnen sagen? Für diese Leute ist das ja einfach nur eine Jagd. Wir sehen das hier in Mitteleuropa anders, aber ja, ist nun mal so. Was soll ich hier jetzt ins Detail gehen? Schauen Sie, dass der Puma Spuren hinterlässt beim Togo Argentino ist eine klare Sache. Ich zeige Ihnen mal ein Bild vom Morocho. Ein ganz berühmter Togo Argentino in Argentinien. Weshalb berühmt nun 2008 geschah, da war es in Argentinien, das diesen Hund berühmt gemacht hat. Der war im Besitz eines Herrn einer Farm, der war Vater von 2 Töchtern. Die beiden Töchter bewegten sich da auf dem Land dieses Mannes und waren gerade dabei, abseits des Hauses, etwas weiter weg, Feigen zu pflücken. Dabei wurden sie von einem Puma aufgelauert, der begann sich anzuschleichen. Die Mädchen sahen den und begannen wegzulaufen. Die schrien, doch der Vater konnte sie nicht hören, er war zu weit weg. Aber Morocho, der Togo Argentino, der Hund der Familie, der hörte die beiden Mädchen schreien und lief denen entgegen. Ja, als die voneinander vorbeiliefen, rannte der Togo Argentino in Richtung des nachlaufenden Pumas und die Mädchen bewegten sich in Richtung Haus, wo der Vater anwesend war. Ja, beim Haus angekommen, schlugen die beiden Mädchen Alarm, der Vater stürmte hinaus, was los sei. Die sagten ihm das und der packte sein Gewehr und lief in Richtung des Schauplatzes, wo der Kampf zwischen Hund und Puma stattfand. Als er dort angekommen war, also das müssen einige Minuten gewesen sein, fand der Morocho schwerst verletzt am Boden liegend vor und daneben lag der Puma, getötet. Jetzt munkelt man, dass der Vater dieser beiden Töchter hier nachgeholfen hat und den Puma, während er mit Morocho gekämpft hat, erschossen hat. So munkelt man. Ja? Auch ich glaube das. Denn ich sage Ihnen was,
Wie ist die Leistungsfähigkeit des Dogo Argentinos bekannt? Er zählt zu den leistungsfähigsten Hunderassen der Welt. Ist ein wahnsinnig starker, mächtiger Hund. Doch in den aller seltensten Fällen wäre ein Dogo Argentino, egal wie kräftig und wie stark er ist, dazu fähig, in kurzer Zeit, 4-5 Minuten, einen erwachsenen Puma zu töten. Zu halten, zu packen, unter Erleiden schwerster Verletzungen, ja, aber zu töten, nein. Doch egal, auch wenn es so war und der Besitzer hier mit einem Schuss nachgeholfen hat, seinen Hund unterstützt hat, dieser Hund hat das Leben von zumindest einem dieser beiden Mädchen gerettet. Und ja, er ist zu Recht ein Held in Argentinien. Morocho. Aber Sie sehen, wie gezeichnet dieser Hund ist. Also der Puma hat hier seine Spuren hinterlassen. Ja, 1964 wurde der Dogo Argentino offiziell als Hunderasse anerkannt. Ja, wie gesagt, bis heute eine der besten Packerrassen auf der ganzen Welt. Das ist ein Ferrari unter den Molossern. Einmal volltanken bitte. 102 Oktan mit Booster. Anders laufe ich nicht. Ein Vollblutsportler strotzt vor Kraft. Den Charakter dieses Hundes zu erklären, ja, es ist nicht so einfach. Schauen Sie, ich versuche das mittels 3 persönlicher Erlebnisse mit dem Dogo Argentino. Ja? Schauen Sie, das heftigste Erlebnis, das ich mit einem Dogo Argentino hatte, das fand in den 90ern statt, in Niederösterreich, auf einer Ausstellung, wo ich als Formrichter eingeladen war. Und dort begegnete ich den vor Testosteron strotzendsten Hund, den ich in meinem Leben je begegnet bin, nämlich einem Dogo Argentino. Ich richtete an diesem Tag mehrere Molosser, Mastinos, Cane Corsos, Bullmastiffs und einen Dogo Argentino, nämlich diesen. Als der Zeitpunkt gekommen war, die Startnummer des Besitzers dieses Dogos aufzurufen und wir das taten, lichteten sich die Reihen unter den Zusehern. Scheinbar hat es da draußen vor der Halle, was wir als Richter drinnen in der Halle ja nicht mitbekommen haben, schon ziemlichen Tumult gegeben. Doch das haben wir erst danach erfahren. Also, da lichteten sich die Reihen und mittendurch flog der Besitzer mit einem kapitalen, natürlich weißen Dogo Argentino Rüden, ich habe den Standard noch nicht erklärt, gleich. Der tankte sich dadurch in der Manier, also der Dogo, in der Manier von "Dreht er zur Seite, ihr Würmer! Die Zeit der echten Krieger ist gekommen." So kam der da rein. Ja. Also der hinterließ eine Testosteronspur, so lief ihm das Testosteron aus den Ohren raus. Kurz den Standard angekratzt. Dogo Argentino werden bis zu maximal 70 cm hoch mit der Schulter, Hündinnen sind immer kleiner und werden bis zu 45 Kilo schwer laut Standard. Doch der Rüde, von welchem ich Ihnen soeben erzähle, der war höher als 70 cm Schulterhöhe, der war auch schwerer als 45 Kilo. Aber der Standard spricht von diesen Daten. Bei Hündinnen können wir mit einem Gewicht von 30 Kilo Minimum, sage ich mal, rechnen. Die bewegen sich zwischen 30 und 40 Kilo. Und die Rüden, ja, zumeist über 40 Kilo, ja, gehen aber auch oft über die 50 Kilo Marke. So wie dieser Rüde, von dem ich Ihnen soeben erzähle. Ja, also, da kam in den Ring hinein. Viele von Ihnen kennen diese Geschichte vom Vergleichsvideo Rottweiler gegen Dogo Argentino. Ich ließ ihn in den Kreis laufen, sah ihn mir an. Ich habe schon wieder vergessen, weiter zu tun mit dem Standard, ganz kurz bevor wir mit der Geschichte fortfahren. Ja, das Fell des Dogo Argentinos ist ein kurzer, also ein klassischer kurzer, mit so gut wie kleiner Unterwolle. Und der Dogo Argentino ist normalerweise rein weiß. Kleine schwarze Flecken sind erlaubt, so Pigmentierungen, auch ein Monokel. Gern gesehen ist es nicht. Am liebsten sieht man den Dogo Argentino in reinweiß. Normalerweise hat er ein Schlapohr. Früher war es häufig kopiert, wird auch heute noch in vielen Ländern kopiert. Bei uns ist es ja mittlerweile verboten. Der Dogo-Rüde, den ich da gerichtet habe in Niederösterreich, der war kopiert. So, jetzt lassen wir mal mit dem Standard. Ja, Gesamterscheinung, ein Powerpaket. Weiter mit der Geschichte. Es kam zur Gebisskontrolle. Ich ließ den Hund auf mich zugehen. Der Mann öffnete den Kiefer des Hundes und ich sah vor mir die größten Fangzähne, die ich in meinem ganzen Leben je bei einem Hund gesehen habe. Ja, der hatte ein Gebiss wie ein T-Rex. Wahnsinnig beeindruckend.
So, der Hund bekam von mir ein V1, ein vorzüglich, war dazu berechtigt, beim Tagessieger mitzulaufen. Das tat er dann auch. Ja, irgendwie trankte sich der dann raus und ich fuhr mit meiner Richtertätigkeit dort fort. Als es zum Tagessieger kam, ja, traten alle dafür vorgesehenen Hundebesitzer mit ihren Hunden ein in den Ring. Und zum Schluss tankte sich da wieder der Besitzer mit dem Dogo Argentino durch und dann war die Hölle los, liebe Zuseher. Ja. Und jetzt empfehle ich Ihnen parallel zu dieser Story den Song von Iron Maiden, The Number of the Beast, laufen zu lassen, denn so kommt die am besten. Da kam da rein, der benahm sich wie ein Dämonenfürst aus der Hölle, schlug links und rechts um sich und wollte da drinnen alles töten. Vom kleinsten Chihuahua bis zum größten Irish Wolfhound. Jeder dieser Hunde stellte für ihn einen Puma dar. Ja, die Hälfte der Hunde bekam es mit der Angst zu tun und wollte aus dem Ring flüchten. Die andere Hälfte wollte den Kampf gegen den Dogo annehmen. Mit den Besitzern war es ähnlich. Die eine Hälfte fürchtete sich zu Tode und wollte schon aus dem Ring raus. Die andere protestierte und ja, der rührte da drinnen um. Das war die Hölle. Also der ging auf alles los. Auf Besitzer und auf Hunde. Natürlich hagelte es Proteste von draußen rein. Ah, das geht so nicht und da tun Sie was. Und den Hund habe ich gerichtet. Also war es meine Aufgabe, wir waren ja mehrere Richter, ganz klar, war es meine Aufgabe hier zu handeln. Ich bewegte mich also zu dem Besitzer mit dem ja völlig außer Rand und Band geratenen weißen Muskelpaket zu, blieb in Respektsabstand, also auf Respektabstand stehen und wies ihn darauf hin, dass das so nicht geht. Ja, also ich sagte, hören Sie, Ihr Hund möchte hier alles töten, Sie sehen ja, was da los ist. Sie müssen den Ring verlassen. Der hat das selbstverständlich sofort verstanden, der hat da überhaupt keine Anstalten gemacht. Ist aus dem Ring raus mit dem Hund, hat den da irgendwie rausgetragen wie einen Koffer. Also der Hund und die haben ja da irgendwie untereinander, ja, die haben sich bekämpft beim Rausgehen, denn der wollte ständig in die Menge hinein, dieser Hund. Und ich dachte mir auch die ganze Zeit, hoffentlich kann der ihn halten, hoffentlich kann der ihn bändigen, denn wenn der da irgendwie losgekommen wäre, der hätte wie ein Gassenhauer im Mittelalter Breschen in die Menge geschlagen, dieser Hund. Glauben Sie mir das? Das war ein aus Granit gehauener, weißer Muskelprotz, dem das Testosteron aus den Ohren gespritzt ist. Ich sah noch nie in meinem Leben einen Hund, der derartig unter Testosteroneinfluss stand wie dieser Dogo Argentino. Und ich sah schon viele ziemlich dominante Hunde, aber der setzte dem Ganzen die Krone auf. Also das war ein Hund, wo ich mir sicher, ich kannte ja die persönliche Situation, Lebenssituation dieses Herrn nicht, ja? Aber ich war mir sicher, dass der irgendwo am Land leben musste, irgendwo abgeschieden leben musste, denn im urbanen Gebiet war dieser Hund garantiert nicht zu führen. Hätte dieser Mann irgendwo im urbanen Gebiet gelebt, ja, hätte ihn ja, schon längst irgendjemand angezeigt und ihm das Amt den Hund weggenommen. Ich bin mir sicher, durch Menschenmengen mit dem Hund durch und dort vielleicht irgendwo erblickend einen kleinen Hund, ja, wäre es unmöglich gewesen, mit diesem Hund zu gehen. Deswegen war ich mir sicher, der lebt irgendwo am Land, abgeschieden in einem Haus. Ja, aber er tat mir leid, denn ich konnte mir den Tagesablauf dieses Herrn mit dem Hund vorstellen. Ich konnte mir vorstellen, dass der jeden Tag in der Früh, wenn der aufsteht, sich vor dem Tag selbst mit seinem Hund fürchtet. Ja, also vor den Geschehnissen, die auf ihn zukommen. Fürchterlich. Unführbar. Der ultimative Warrior, dieser Hund. Ja. Und vor dem wäre ich ein Puma gewesen, hätte mich vor dem zu Tode gefürchtet. Glauben Sie mir das, ja. Also ein anatomischer Prachtkerl, ein Prachtkerl. Also einen schöneren Dogo sah ich in meinem ganzen Leben noch nicht, aber charaktertechnisch. Was soll ich Ihnen sagen? Glauben Sie mir das, was ich Ihnen sage. Ja? So, jetzt können Sie den Number of the Beast von Iron Maiden wieder stoppen und eine etwas angenehmere Musik auflegen, wenn Sie wollen. Ich erzähle Ihnen jetzt von einer Hündin, die kannte ich. Die war im Besitz einer Dame, einer Mutter, einer Tochter, alleinstehend, lebend im 3. Stock in einer recht kleinen Wohnung. Die hatte eine Dogo Argentino Hündin. Nicht kopiert,
schön. Anatomisch sehr schön. Eine Schmusekatze. Und ich sage Ihnen was, obwohl diese Hündin zusammen mit ihrer Besitzerin und der Tochter von ihr in einer recht kleinen Wohnung lebte, das waren vielleicht knapp 50 Quadratmeter, diese Wohnungen dort, ich weiß, ich wohnte gegenüber, unsere war größer, aber da gab es ja verschiedene. Und diese Hündin nicht wirklich ausgelastet wurde, denn der Bewegungsraum, wo die immer mit der Hündin Gassi ging, also spazieren ging, der war ziemlich überschaubar. Es ging zwar 3 oder 4 Mal am Tag, aber wirklich mehr sah die nicht. Also von Laufen oder mit dem Ball schicken oder so Dinge konnte die nur träumen. Und dennoch war das eine wahnsinnig liebevolle Hündin. Irgendwas hat mein Hund erblickt, aber das ist nur ein Traktor. Die war lieb zu Rüden, die war lieb zu Hündinnen, die war lieb zu Welpen, die war lieb zu fremden Menschen, zu Kindern. Das war eine extrem herzige, ausgeglichene, ruhige Dogo-Argentino-Hündin. Also das völlige Gegenteil zu diesen Dämonen, den ich damals auf der Ausstellung in Niederösterreich gerichtet habe. Glauben Sie mir das? Ja? Ich kannte sie mehrere Jahre lang, bevor ich von Wien auszog, und die veränderte sich wesenstechnisch nicht, obwohl sie nicht unter optimalen Verhältnissen gehalten wurde. Also die wurde nicht wirklich ausgelastet, lebte in einer recht kleinen Wohnung, ja, hatte eigentlich nicht das optimale Leben, wie es ein Dogo leben sollte, ja, dieser Großwildjagdhund mit absoluter Power. Dennoch war die wahnsinnig lieb und hat sich da charakterlich nicht irgendwie in eine Richtung entwickelt, wo man sagt, naja, das ist typisch bei solch einem Hund, wenn man ihn auf diese Art und Weise hält. Ja. Also eine total stabile, charakterlich stabile und wahnsinnig liebe Hündin. Dann hier, jetzt kommen 2 Hunde kommen. Ich werde das Video kurz stoppen, mache dann gleich weiter. So, wir sind wieder da, eine Rottweiler Hündin und ein Mixmädchen, alles klar. Tun wir weiter? Ja, die Hündin war Zucker. Ich kenne einen Dogo Argentino Rüden hier in Wiener Neustadt, treffe ich den öfter auf, von denen habe ich Ihnen schon erzählt, ebenfalls wie aus Granit geschlagen. Ein Muskelpaket, um die 70 cm Schulterhöhe, um die 45 Kilo, 46 Kilo, wunderschön kugelförmigen Kopf mit derartigen Backen. Ebenfalls ein Schmusebär. Freundlich zu fremden Menschen, freundlich zu fremden Hunden, egal ob Rüde oder Hündin. Ja. Und sehr folgsamer Rüde. Ebenfalls recht ruhig, also weit entfernt von einem triebigen Hund. Wunderschön, herrliches Wesen. Schauen Sie, das waren 2 Charaktere, die ja völlig im Kontrast zu dem Rüden stehen, denen ich Ihnen als ersten jetzt, also von dem ich Ihnen jetzt als erster erzählt habe. Ja. Ich will Ihnen nur sagen, das Wesen des Dogos ist genauso wie bei jedem anderen Hund. Ja. Eine Sache, die sich am Individuum orientiert, ist ganz klar. Ich möchte Ihnen nur sagen, dass eine gewisse Basis beim Dogo Argentino da ist. In welche Richtung die Sie lenken, das ist ja dann Ihre Sache. Ich bin mir sicher, dass man die Hündin, von der ich Ihnen erzählt habe, die im Besitz war, dieser Frau mit der Tochter, und den Rüden, den ich aus Neustadt kenne, ebenfalls ganz leicht in eine Richtung hätte erziehen können, dass sie dort anklopfen, wo der Rüde von der Ausstellung in Niederösterreich daheim war. Verstehen Sie, was ich meine? Also eine gewisse Basis ist da. Ja. In welche Richtung die dann geht, müssen Sie entscheiden. Doch, der Dogo Argentino ist, gehen wir mal zur körperlichen Leistungsfähigkeit. Ein Hund, ein Sportwagen unter den Hunden. Ja. Er ist nicht der leistungsfähigste Hund der Welt für mich. Ich habe da vor kurzem gelesen, er steht auf einer Stufe mit dem American Pitbull Terrier. Mit mir nicht, liebe Zuseher. Ja. Vielleicht sind Sie der Meinung, ja. Aber dazu kenne ich den Pit zu gut und den Dogo auch, möchte ich sagen. Ja. Alles in allem ist der Pit schon der leistungsfähigere Hund. Sollten die beiden mal zum Armdrücken kommen, kann es leicht sein, dass der Dogo Argentino den Pit schlägt. Ja. Doch auch der Armdruck-Weltmeister oder der Strongest Man of the World wird den besten Zehnkämpfer beim Armdrücken schlagen. Und dennoch macht der Zehnkämpfer in allen anderen Disziplinen diesen Armdrück-Champ platt. Ja. Und so ist beim Pit und beim Dogo auch. Der Pit ist zäher, er ist ausdauernd, er ist schneller, explosiver. Dennoch ist der Dogo Argentino ein höchst leistungsfähiger Hund und zählt zu den leistungsfähigsten Hunderassen auf der ganzen Welt. Ja.
Schauen Sie, das ist meine Meinung. Ja. Sie können ja anderer Meinung sein, aber das ist meine, dahinter stehe ich. Und wenn es um den Beat geht, dann weiß ich, wovon ich spreche. Nochmal, eine Hochleistungsmaschine, ausgestattet mit wahnsinniger Power. Die kann natürlich auch mal ausbrechen und die sollte man schon führen können. Und wir wissen alle, dass unsere Hunde so gut sie noch erzogen sind, auch mal etwas tun können, was wir nicht wollen. Ja. Und dann kann das schon knapp werden beim Dogo Argentino, der mit seinen, sagen wir mal, maximal 45 Kilo, so wie es der Standard sagt, weit mehr Power entwickeln kann als andere 45 Kilo schwere Hunde. Und es ist generell so, dass ein 45 Kilo schwerer Hund viel an Power entwickeln kann. Der Dogo entwickelt hier oftmals doppelt so viel Power. Das ist eine ganz andere Art Kraft bei dieser Packer-Rasse. Es ist also ein höchst leistungsfähiger Hund. Der ist schnell, der ist beweglich, der ist wahnsinnig stark. Charaktertechnisch ein toller Familienhund, der ganz klar keinen typischen Gebrauchshund darstellt. Mit Sicherheit nicht den Will to Please eines typischen Gebrauchshundes zeigt und auch mal auf Stur schalten kann. Generell ein recht selbstständiger Hund ist, der oftmals selbstständig arbeiten und entscheiden hat müssen. Früher, ja, zu den Zeiten, als er in die Richtung entwickelt wurde, für die er eigentlich entwickelt wurde. Sie verstehen schon, was ich meine. Na, dennoch bin ich mir sicher, dass man auch mit dem Dogo bedingt, ja, recht gut arbeiten kann. Ja. Man sollte sich halt nicht zu viel beim Arbeiten am Platz zum Beispiel mit dem Dogo erwarten. Aber ja, individuelle Geschichte. Bei einem Dogo wird es besser gehen, beim anderen wird es weniger gut gehen. Kinder, wenn er gekonnt an die herangeführt wird, wissen Sie, wie viele Dogo-Bilder, Videos ich schon gesehen habe, wo Dogos mit Kindern schmusen. Auch die Dogo-Hündin in Wien, die da mit der Besitzerin und der Tochter zusammengelebt hat, war der Tochter gegenüber eine Schmusekatze. Also tolle Kinderhunde, tolle Hunde für kinderreiche Familien, wenn man natürlich den Hund gekonnt an die Kinder heranführt. Das ist immer eine situationsbedingte Sache. Das gilt aber für jeden Hund, das ist ganz klar. Aber der Dogo bietet sich auch für solche Familien an. Auf jeden Fall ein Hund für sportliche Leute. Ich möchte sagen, dass man nicht damit rechnen soll, ja, einen ausgeglichenen, ruhigen, freundlichen Dogo in Zukunft zu haben, wenn man ihm derartig weniger Auslastung bietet, wie es bei dieser Hündin in Wien der Fall war. Ich glaube eher, dass das eine Ausnahme war. Ja? Wenn dieser Hund von Natur aus mit einem klein wenig mehr Bewegungsdrang oder Feuer ausgestattet ist, als es dieser Hündin war, kann es hier schon leicht sein, dass dieser Hund schnell mal unterfordert ist. Ja? Das ist ein Großwildjäger, ein Beweger. Sie müssen mit dem Hund nicht jeden Tag über die Rax, über den Schneeberg oder was nicht, über den Großglockner, über den Mount Everest wandern, ganz und gar nicht. Aber er sollte schon ein gewisses Maß an Bewegung bekommen. Das ist ein Sportler. Ein Sportler, dem die Muskeln jucken. Außerdem ist der Dogo Argentino ein zuverlässiger Bewacher und Beschützer seiner Familie. Doch, nochmal, lassen Sie sich nicht zu sehr von der Geschichte von diesem Rüden auf der Ausstellung beeindrucken. Ich möchte Ihnen nur sagen, niemand auf der Welt muss sich vor einem gut erzogenen, gut geführten Dogo Argentino fürchten. Niemand muss das. Nur derjenige, der Ihnen, wenn Sie Besitzer eines Dogos sind, Böses antun möchte, der sollte sich fürchten. Und das nicht zu wenig. Ja? Das ist meine Meinung zu dem Hund. Also, ein gut geführter, gut erzogener, gekonnt geführter Dogo Argentino ist ein herrliches Muskelpaket. Ja? Ich habe vielleicht vergessen zu sagen, schauen Sie, speziell bei reinweißen Hunden, das kommt auch oftmals beim Bullterrier, beim Standard vor, diese Hunde neigen öfter zu Problemen mit der Haut. Das kann beim Dogo auch geschehen. Außerdem sind diese Hunde öfter mit Taubheit behaftet. Ja, auch das kann beim Dogo vielleicht öfter vorkommen als bei farbigen Hunden. Ist nicht in Stein gemeißelt, muss nicht geschehen. Aber sie tendieren eher zu Hautproblemen oder Taubheit als nicht rein weiße Hunde. Dasselbe Problem haben wir beim Bullterrier und bei einigen anderen rein weißen Hunderassen auch noch. Ja. Aber sonst ein Top-Hund. Einer der schönsten Molosser. Mit Sicherheit. Wenn ich jetzt sage, der sportlichste Molosser, hüpfen mir wieder Preserleute an den Hals oder Besitzer 2, 3 anderer Molosserrassen. Er gehört zu den 3, 4 sportlichsten Molossern auf der Welt. Also da sind wir uns mit Sicherheit einig. Ja. Ein wunderschöner Hund. Toller Familienhund, exzellenter Bewacher und Beschützer, aber ein sportlicher Hund. Ja. Und ein Hund für Leute mit Händchen. Also die sollten schon wissen,
was sie da besitzen. Also nicht so schnell mal, der ist schön, den nehme ich mir. So ein Hund eher nicht. Ja, viel mehr kann ich eigentlich über diesen Kapazunder nicht sagen, nur dass es ein Spitzenhund ist. Ja. Ich habe da noch kurz ein Schlusswort, das ich loswerden möchte. Ja, ich bemühe mich, das so rüberzubringen, ohne irgendwem da auf die Beine, auf die Füße zu steigen. Aufgrund aktueller politischer Entscheidungen, Hunde betreffend, ja, möchte ich das loslassen. Ich möchte sagen, ich freue mich und bin sehr stolz, in Österreich in einem Land zu leben, wo gewisse politische Entscheidungen, die Hunde betreffen, niemals denkbar werden. Ja? Und wo gewisse Dinge, sollten sie mit Hunden zu Problemen führen, auf andere Art und Weise behandelt werden würden als in anderen Ländern. Ich freue mich, in einem Land zu leben, wo man noch weiß, was der Mensch dem Hund zu verdanken hat. Nicht alle wissen das in meinem Land, in Österreich, aber die meisten oder viele Menschen wissen das. Ich weiß, dass das auch in Deutschland, in der Schweiz und in vielen anderen Nachbarländern meines Heimatlandes so ist. Und darüber freue ich mich. Denn in anderen Ländern gibt es viele Menschen, die das vergessen haben und dementsprechend Hunden gegenüber, speziell wenn es um Straßenhunde geht, auch handeln. Ja, das wollte ich damit nur gesagt haben. Liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Mein letzter Kaffee ist schon einige Stunden her, ja, und jetzt ist es schon zu spät gewesen, um noch einen zu trinken vor dem Video. Es ist bald 21 Uhr, deswegen verspreche ich mich so oft. Ja. Ich brauche da zumeist einen guten, starken Kaffee vor den Videos, der defragmentiert meine Festplatte. Da fällt mir dann auch das Sprechen etwas leichter und das Ganze kommt dann etwas flüssiger aus mir raus. Ja. Also verzeihen Sie meine Stolperer in diesem Video. Naja, Kaffee, fehlender Kaffee ist schuld. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen, und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen, ja, eigentlich müsste ich sagen, schönen Abend. Das war's schon wieder.